Herzlich willkommen bei Thomann Brass Winds. Ich habe heute die besondere Ehre, dich, Didi Kraus, dich zu begrüßen hier in unserem Hause. Du bist ein vielfältiger Saxophonist, das kann man so sagen. Du hast auch 2 Instrumente dabei. Und als Saxophonist, gerade als Profisaxophonist, hat man eine große Bandbreite. Man kann Altsaxophon, Tenor, Sopran und so weiter spielen. So ist es bei mir auch, Lukas. Genau, ich bin primär eigentlich Altsaxophonist und habe aber natürlich auch das Sopran im Gepäck und das Tenor genauso. Und gelegentlich auch das Bariton spiele ich. Na klar. Ja, cool. Und du hast deine 2 Instrumente dabei, deine 2 Altsaxophone. Genau, und das ist mein frisch überholtes Buffet Crampon. Ich sage immer meine Pink Lady. Der Korpus besteht zu 99% aus Kupfer. Hier haben wir dasselbe Modell, einfach versilbert. Kupfer versilbert. Ich habe nur den Silberbogen, aber ansonsten das Original Kupfermodell dabei. Du bist der Buffet Crampon Artist, kann man so sagen. Genau. Und was schätzt du denn an diesem Instrument so sehr? Ich finde das Buffet-Saxophon, ich bin vor 5, 6 Jahren auf das Instrument aufmerksam geworden und habe es angespielt und war von der Akustik sehr überrascht und vom Klang einfach. Das Saxophon ist ein bisschen länger, minimal. Man bekommt es kaum in andere Saxophon-Cases rein. Man muss leider, man muss einfach den Buffet-Crampon-Koffer benutzen dafür. Es ist ein bisschen anders geschnitten, wie gesagt, ein bisschen länger und die Mensur ist nicht so stark konisch. So mancher wird sich auch wundern, warum hier eine Loopstation vor deinem Saxophon steht. Warum ist dahinter verstecken? Es hat was mit deinen Konzertprojekten zu tun, denke ich mal. Ja, absolut. Ich habe Klassik studiert in München und spiele natürlich sehr viel Klassik auch. Aber tatsächlich schaue ich so ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Und habe so manche Ideen, was man so eben mit so Effektgeräten auch noch mit dem Saxophon machen könnte. Ich habe hier so einen Harmonizer dabei, ein Reverb, ein Darkstar von Old Blood Noise Endeavors. Mit dem Gerät kann man das Saxophon in unfassbare Welten eintauchen lassen. Also es ist ein multimediales Effektboard. Und welche Konzertprojekte hast du noch neben deiner Loopstation? Ich habe neulich mit der Loopstation beim Frank Zappa Festival, bei der Zappanale in Bad Doberan gespielt, tatsächlich mit dem Gitarristen im Duo. Nur zu zweit Gitarre und Saxophon mit Loopstation, mit Loops und eben mit den vielen Effekten. Ansonsten spiele ich natürlich, habe ich ein Projekt mit einer Sängerin. Ich habe ein Quartett, mit dem ich spiele. Früher habe ich ja jahrzehntelang mit Saxoforte gespielt, mit einem Saxophonquartett. Das mache ich jetzt nicht mehr. Saxophonquartett spiele ich fast nicht mehr, also nur mit meinen Schülern gelegentlich mal. Aber ansonsten habe ich mannigfaltige Projekte am Start. Ich denke auch viele Saxophonisten schätzen das sehr, dass du als klassischer Saxophonist auch über den Tellerrand hinausschaust. Ja. Aber du warst natürlich auch oft im Symphonieorchester. Absolut. Du bist ausgebildeter klassischer Saxophonist. Genau. Was waren denn so deine Highlights als Orchesterspieler?
Ich glaube, ein Highlight war natürlich, Bolero in der Royal Albert Hall zu spielen. Das war der Wahnsinn natürlich. Aber ich finde diese ganzen klassischen Konzerte, das ist immer eine große Ehre, da mitmachen zu dürfen. Ich meine, das ja, in der Liederhalle mit dem SWR mal zu spielen oder mit dem Bayerischen Rundfunk, mit dem Symphonieorchester oder den Philharmonikern oder der Staatsoper in München, das sind schon echte Highlights. Genau, ja, das mache ich gelegentlich. Nicht mehr so viel wie früher. So in meinem Stadium denkt man sich, ja, das dürfen gerne auch mal die jüngeren Kollegen und Kolleginnen übernehmen. Ja, cool. Du hast gerade schon den Bolero angesprochen von Maurice Ravel. Hast du sonst noch so Lieblingswerke, die du gerne im Orchester spielst? Ja, also ein Stück sind die symphonischen Tänze von Rachmaninow. Da hat das Saxophon eigentlich nur einen kurzen Spot, aber der ist so intensiv und schön. Also das ist wirklich ein traumhaftes Stück. Was unterscheidet eigentlich so diesen Orchester- und ich sag mal Kammermusik-Saxophonisten vom, was du ja auch bist, vom Jazz-Saxophonisten? Oder auch Musik, moderne Musik? Ja, also generell ist natürlich die Herangehensweise eine ganz andere. In der klassischen Musik stehen die Noten einfach in Stein gemeißelt da und klar, Freiräume sind eher wenig bis gar nicht vorhanden und frei zu spielen gehört eigentlich auch, finde ich, zu jedem Saxophonisten dazu. Das liebe ich. Genau. Hast du da wie so eine Loopstation schon so einen Schalter im Gehirn? Du sagst, ich kann jetzt den Umstieg von Kammermusik perfekt auf moderne Musik übertragen? Ich versuch's. Schon beim Einspielen geht's los. Wenn ich moderne Musik spiele, blase ich eigentlich die Luft aufs Blatt und in der Klassik versucht man so die Luft übers Blatt zu kriegen, dass der Sound ganz edel wird. Und ein bisschen mehr Projektion erreicht ein Saxophonist dadurch, indem er die Luft eben auf das Blatt bläst, sozusagen als Verstärker. Und das bedenkst du schon beim Einspielen? Also mein Warm-up ist immer eigentlich, da gibt's den Comic mit Batman und Robin. Und Robin sagt zu Batman, I think I need a new mouthpiece. Und Batman gibt ihm eine Watschen sozusagen und sagt, no, long tones, lange Töne aushalten, dann klingt dein Mundstück auch. Genau, diese Basics, die man einfach mitnimmt. Ja, und da steckt so viel Wahres drin in diesem Satz. Also ich mache ganz viel über die Obertöne beim Einspielen. Das heißt, ich nehme einfach ein mittleres C auf dem Saxophon, spiele das einfach. Und dann gehe ich auf den Basston und versuche aber den Ton mit meiner Luftgeschwindigkeit oben zu halten. Ja? Und ich versuche auch noch, natürlich können die Töne nicht 100% gleich klingen. Wäre ja ganz abgefahren, wenn so ein kurz gegriffenes C plötzlich exakt gleich klingt wie der Basston darunter um eine Oktave überblasen. Aber ich denke mir, das sind so elementare Dinge, eben den Druck aus dem Zwerchfell, den Druck aus dem Mundraum, die Zungenposition finden. Das sind so meine Tipps so fürs Einspielen. Einfach lange Töne und den Oberton checken mit dem Basston. Ja, klingt der ähnlich, geht's in die Richtung, dann bist du schon mal auf einer guten Seite und dann hast du auch so ein gutes Gefühl. Ich glaube, jeder Saxophonist hat das Problem, jeder neue Tag beginnt eben ein bisschen anders und man hat auch nicht immer das gleiche Gefühl sofort, wenn man loslegt. Was jetzt auch noch interessant ist, du hast nicht nur hinter der Loopstation dein Saxophon versteckt, sondern auch ich habe auch einen Bleistift. Ja, den Bleistift, das ist quasi der Gegenspieler so zu den Obertönen. Klar, wenn man Obertöne produziert, versucht man immer mit mehr Luftgeschwindigkeit, mehr Speed und ein bisschen mehr Pressure sozusagen die Töne hochzukriegen. So eine Obertonreihe ist eben schon ein Ding. Und jetzt der Gag ist natürlich, den Oberton mit dem echten Griff zu vergleichen. Das heißt, B1. Und wenn die ganz gut stimmen, dann weißt du, du bist auf der richtigen Fährte für den Tag. Der Gegenspieler dazu ist der Bleistift. Bleistift hier oben rein
Und dann gilt es eigentlich, dem Saxophon so eine klare Info zu geben. Ich denke mir immer ganz oft, ein Saxophon ist wie ein Pferd. Ich bin der Reiter, das Saxophon ist das Pferd. Und wenn du auf einem Pferd reitest, das braucht eine klare Info, sonst macht es mit dir, was es möchte. Und ich habe jetzt quasi hier den Bleistift drin. Eigentlich würde man erwarten, es käme der hohe Ton, ein hohes C. Ja, Oktavklappe offen, aber ich stelle mir vor, ich weiß nicht, dass ein Bleistift oben drin ist. Und der Ton darunter müsste jetzt kommen. Und so ist es auch. Bei mir ist egal, ob die Oktavklappe auf ist oder zu ist. Der Ton bleibt unten. Weil die Info so klar ist. Und das ist so mein Einspielding und dann bist du gewappnet für den Tag. Du hast uns jetzt tolle Übungen gezeigt und was ich ganz toll finde, Didi, Ja. du hast so Bilder. Du hast den Bleistift, das Pferd, Batman und Robin und das, glaube ich, macht dich auch als guten Pädagogen aus. Ich glaube auch. Ich glaube, man muss im Unterricht oder wenn man Leuten versucht, das Saxophonspielen beizubringen, dann ist es wichtig, dass die auch einen Sound kriegen. Ja, Weil wenn dann Leute einfach, ja, guck mal hier, das C greift man so, blas rein, ja, passt schon. Mach eine Tonleiter, geht schon. Nee, eben nicht, sondern man muss den Leuten wirklich, damit so ein Saxophon eben auch jemandem Spaß macht, damit er gerne übt, damit er sich gerne zuhört. Selber gern zuhört. Ja, das ist mir wichtig. was für pädagogische Projekte hast du eigentlich so neben deiner Konzerttätigkeit? Ist dafür noch Zeit oder? Ich unterrichte, ich arbeite so an meinen Ideen und kommt vielleicht mal eine Saxophonschule raus, aber nicht so eine herkömmliche, wo dann drin steht C-Dur, D-Dur üben, sondern eigentlich mehr mit Bildern, sodass das fortgeschrittene Spieler, aber auch Leute so vielleicht ab einem Jahr oder ab 2 Jahren Spielerfahrung die Übungen schon machen können und sich überlegen können, wie es wird. Dann hoffen wir mal, dass deine coolen Vergleiche auch mit drin sind. Ich denke schon, ja, natürlich. Viele freuen sich auch auf deine Workshops. Was kann man denn so bei deinem Workshop lernen? Ich glaube, man lernt so. Am Anfang denkt jeder, ja, diese 4 Seiten, die wir da in den 3 Stunden machen werden, denkt man vielleicht, ach ja, das sind ein paar Töne, die da stehen. Okay, Basstöne, ich greife einen Basston, dann soll der Ton darüber klingen. Irgendwie kriegt ja jeder das vielleicht hin. Aber ich glaube, man muss so grundsätzlich ein paar Dinge bei einem Workshop antriggern bei den Menschen. Wo befindet sich deine Zunge, wenn du Saxophon spielst? Was machst du mit der? Und viele Leute sagen, du, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wo die ist. Viele reflektieren da gar nicht drüber. Genau, ist auch vielleicht gar nicht schlimm, aber so vielleicht mal drüber nachzudenken oder genau, was ich auch ganz oft am Anfang von so einem Workshop mache, einfach Cs spielen. Cs. Langsame Cs, schnelle Cs, Tremolo Cs. Und so schnell kannst du den Ton halt nur anstoßen, wenn die Zunge vorne ist. Ich glaube auch ganz oft muss man, das ist mein Lieblingsbild, mit der Zunge der Luft den Weg zeigen in diese Mini-Mundstücksöffnung. Ich glaube, viele machen es sich wahnsinnig schwer, die müssen wahnsinnig viel Druck aufbringen beim Spielen, weil sie die Luft nicht schnell machen oder noch nicht schnell Ich glaube, machen. dass für jeden Bläser die Zunge ganz wichtig ist. Ja, wo ist die? Was macht die? Und manche sagen, ach, ich weiß gar nicht, die befindet sich, ich kann es dir gar nicht sagen. Und das checken wir aus. Ich glaube, das sind auch Tipps, die nicht nur für Anfängerinnen und Anfänger wichtig sind, Das sind auch für Fortgeschrittene. auch Fortgeschrittene oder auch Kollegen manchmal, die so sagen, hey, wie machst denn du das? Vielleicht wäre das auch was für mich, das mal mit den Übungen mal zu hinterfragen, ob ich vielleicht da auch noch das ein oder andere Quäntchen rausquetschen kann, was dann meinen Sound noch interessanter macht. Aber du hast auf jeden Fall Erfahrung, sowohl in der im Konzertwesen als auch in der pädagogischen Laufbahn. Ja. Und was würdest du so einen jungen Saxophonisten oder einer jungen Saxophonistin auf den Weg gehen, wenn sie sich entscheidet, eine professionelle Karriere als Saxophonisten einzuschlagen? Ja, auf jeden Fall. Ich würde ganz vielen Menschen anraten, sei open-minded, interessier dich für Dinge, die vielleicht primär gar nicht mit deinem Studium an der Hochschule im ersten Moment zu tun haben, sondern öffne dich und schau mal, was andere machen.
Es gibt so viele tolle Musiker, so viele tolle, interessante, spannende Menschen, die mit Musik plötzlich in eine andere Richtung gehen, so wie die Geräte hier. Das habe ich so in den letzten Jahren für mich so ein bisschen ausgecheckt. Und man muss Zeit mitbringen, man muss Geduld haben. Und ich würde auch sagen, ganz wichtig ist, lerne zu transponieren, lerne verschiedene Schlüssel zu spielen auf dem Saxophon, weil du hast nicht immer das Altsaxophon dabei. Und gelegentlich hast du eine Tenorstimme oder irgendwas. Und da muss er einfach drüber kommen. Ja. Ear-Training, Ja, auf jeden Fall. solche Sachen. Super. Du bist auf jeden Fall sehr erfahren, kommst cool rüber und sehr souverän. Aber darf ich eine ehrliche Frage stellen? Ja, frag. Hast du auch schon Erfahrungen mit Lampenfieber oder mit Nervosität gehabt? Absolut. Also es gab schon Konzerte, Europatouren mit bekannten Sinfonieorchestern, wo du denkst, okay, und jetzt nochmal dieses Mörder-Solo ganz leise und jetzt geht's los. Und noch 5 Takte, 4 Takte, okay, und jetzt kommt dieses Monster-Solo. Ich glaube, ich denke mir ganz oft, hey, es ist nur Musik. Es ist keine Operation am offenen Herzen. Ich bin nicht der Chirurg, der hier über Leben und Tod, es ist Musik. Ich glaube, mit der Einstellung ist man, glaube ich, ganz gut gewappnet und man muss gut vorbereitet sein. Und in der Zeit habe ich so auch angefangen, mir so Übungen für mich einfach so zurechtzulegen, dass du mit dem Druck klarkommst. Bolero, Fernsehkamera, Live-Übertragung. Check genau, was machst du beim Spielen. Du holst Luft, ganz simpel, und bläst die da rein. In München beim BR sagt man immer, blas gescheit rein, kommt's gescheit raus. Aber wie, sage ich dann halt immer. Ja, genau, wie macht man's? Und da braucht man einfach einen Plan. Ich glaube, das ist ein toller Tipp für alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Und wir sind tatsächlich auch fast schon am Ende des Interviews. Ich habe noch eine persönliche Frage an dich. Was sind deine Pläne und Ziele für die Zukunft? Freude am Spielen weiterhin zu haben, viele Konzerte hoffentlich in nächster Zeit oder in den nächsten Jahren immer noch zu haben. Und ja, es läuft gut. Es funktioniert bei mir. Das freut mich sehr für dich, Didi. Dankeschön. Und ich bedanke mich schon mal für das Gespräch. Sehr gerne. Und falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie doch gerne in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und gebt uns gerne einen Daumen hoch und lasst ein Abo da.